Haarbürsten und auch Kämme sind wohl das Hilfsmittel im Umgang mit langen Haaren. Viel zu lange bin ich selber einfach immer in den Drogeriemarkt, habe mir irgendeine gegriffen und musste diese kurze Zeit später schon wieder ersetzen, weil das Kissen oder die Borsten sich gelöst haben. Dann kam diese Bürste hier von Kent, die ich mal geschickt bekommen habe und die ich seitdem seit über 4 Jahren ununterbrochen benutze. Sie ist ein wenig teurer, aber wie gesagt, über 4 Jahre und sie sieht eigentlich noch aus wie neu. Sie hat quasi keine Ermüdungserscheinungen. Und sie liegt wirklich gut in der Hand und entwirrt die Haare sehr sanft. Darum finde ich, sie ist jeden Cent wert. Es gibt sicherlich auch andere gute Bürsten, aber das ist eben die, die ich jetzt benutze. Allgemeiner Tipp für Bürsten und Kämme aus Plastik. Es können Grate, also so Nahtstellen vorhanden sein. Am besten kauft ihr Produkte da, wo das gar nicht erst vorhanden ist, oder ihr arbeitet nach mit einer Feile oder Nagellack, je nach Stelle. Oft gibt es auch Engstellen, an denen sich die Haare einklemmen können, zum Beispiel an den Borsten. Besser ist es, wenn die nicht vorhanden sind, dann bleiben auch keine Haare hängen. Zweiter allgemeiner Tipp zum Thema: Beim Kämmen oder Bürsten immer in den Spitzen anfangen zu entwirren und sich langsam hocharbeiten. Das vermeidet unnötiges Reißen und Ziehen. Ob man nun eher der Bürsten- oder Kammtyp ist, hängt wohl vom eigenen Geschmack und vom Haartyp ab. Ich persönlich empfinde das Entwirren mit einer Bürste als ein bisschen schonender bei mir, aber Lockenköpfe zum Beispiel leben meist besser mit einem Kamm. Am besten einfach mal probieren. Ich habe trotzdem 2 Kämme zu Hause, wie erwähnt, gradfrei aus einem Stück. Die verwende ich vor allem, um die Haare feucht, vorsichtig zu entwirren oder um mal eine Kur einzuarbeiten. So einen Kamm kann man hinterher einfach leichter abtrocknen als eine Bürste und ich empfinde das nass als ein wenig schonender. Eine Alternative zu einer normalen Bürste ist der sogenannte Tangle Teaser. Den und günstige Nachbauten davon gibt es mittlerweile bei DM und Müller ganz normal zu kaufen. An der Kopfhaut ist er sehr angenehm, aber manche beschuldigen ihn, Spliss zu verursachen. Das kann ich selber nicht beurteilen, denn ich habe das Ding bis jetzt noch nicht wirklich verwendet, da die Borsten für meine dicken Haare eher zu kurz sind. Aber, tada, mittlerweile gibt es eine Variante für dickes Haar mit längeren Borsten, die werde ich sicher demnächst mal testen. Ich wollte ihn euch aber trotzdem nicht vorenthalten, da ich gerade diesen kleinen Kompaktstyler mit Deckel total praktisch finde. Ein Stück, über das ich sicherlich ein eigenes Video machen könnte, ist die Wildschweinborstenbürste. Man sollte auf einiges achten, um die richtige zu finden und sie dann auch noch richtig benutzen. Wichtig sind auf jeden Fall echte Borsten, denn nur die erfüllt den Zweck, das Sebum vom Kopf in die Längen zu verteilen. Hört sich vielleicht erstmal eklig an, ist aber tatsächlich gute Pflege und normalerweise entsteht das auf dem Kopf und wird dann abgewaschen und kommt nicht in die Längen. Mit der Bürste kann man es im Haar verteilen. Es ist gleichzeitig aber auch mechanische Belastung, also sanft sein und mit Bedacht einsetzen. Manche vermuten hier eine Quelle für Spliss. Aber auch einfach nur als Werkzeug für eine Kopfhautmassage, um die Durchblutung derselben anzuregen, ist es sehr angenehm. Dafür braucht man aber auch die passenden Borsten, je nach Haartyp eher fest oder weich, eher dicke Borstenbüschel oder kleine, eher eng zusammenstehend, also Bürsten mit vielen Reihen oder eben eher wenigen. Ich mag mein Exemplar, aber komme damit nicht wirklich auf meine Kopfhaut. Dafür sind die Kombinationen mit Holzstiften praktisch. Mit der Wildsau kann man aber auch einfach die Haare schön glatt zurückkämmen, bei einem Pferdeschwanz oder ähnlichem. Aber Achtung, weil sie das Sebum ebenso gut verteilt, können die Haare hinterher fettiger aussehen als vor dem Kämmen. Es empfiehlt sich also, das vor dem Waschen zu machen. Etwas, das ich nicht wirklich zum Entwirren der Haare verwende, aber irgendwie trotzdem hier dazu gehört, ist mein Stielkamm. Der ist vor allem anderen ein Werkzeug zum Abteilen und Scheitelziehen beim Frisieren, das geht damit nämlich super genau. Und mit den feinen Zinken kann man zum Beispiel leichte Schlaufen, die beim Flechten oder Pferdeschwanz entstehen können, glätten. Theoretisch kann man damit auch gut tupieren, aber das sollte man tunlichst vermeiden, wenn man die Haare lang und vor allem gesund will. Die neueste Ergänzung meiner Sammlung ist erst letztes Jahr bei mir eingezogen, eine Bürste mit Holzstiften. Sie ist ziemlich groß und breit, im Vergleich sieht man gut wie groß. Sie fühlt sich auf dem Kopf sehr angenehm an und entwirrt auch sanft. Gerade bei Holzbürsten können sich die Haare aber an den Ansätzen der Borsten leicht verklemmen. Ich habe das Problem hier absolut nicht, aber eine Freundin mit viel feineren Haaren hat sich die kleinere Variante davon besorgt und hat leider Probleme damit. Ich für meinen Teil kann die Bürste bedingungslos empfehlen, aber ich wollte euch trotzdem darauf hinweisen. Ich mag diese Bürste sehr. Ich finde sie sehr angenehm, sowohl beim Bürsten als auch ab und an für eine sanfte Kopfhautmassage. Dafür kann man auch diese hinnehmen mit den Metallborsten, aber ich finde Holz ein wenig angenehmer, auch weil das Bett ein bisschen weicher ist. Mich würde jetzt total interessieren, ob ihr eher so der Bürsten- oder eher der Kammtyp seid und ob ihr jetzt auf irgendeine von diesen Bürsten, die ich euch gezeigt habe, besonders neugierig seid. Wie immer versuche ich euch zu allen Sachen, die ich gezeigt habe, Links in die Infobox zu packen. Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Zumindest in meiner Bürste verhängt sich im Laufe der Zeit immer wieder Staub und ein bisschen Dreck.
Ich mache die Borsten dann regelmäßig mit den Nägeln oder einer Pinzette sauber und reinige die Bürste dann hinterher noch mit Seife oder, Trick 17, Rasierschaum. Den einfach auftragen, einwirken lassen und hinterher vorsichtig abspülen. Die Bürste hinterher am besten auf einem Handtuch oder über der Heizung trocknen lassen, damit kein Wasser in ihr zurückbleibt. Und jetzt wie immer ganz viel Freude mit euren Haaren, egal wie lang oder kurz sie gerade sind.